Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk. Heute möchte ich mit dir über das Thema Erkältung sprechen. Im Winter, ja, besonders im Winter, erkälten sich viele Menschen. Sie bekommen zum Beispiel Halsschmerzen oder Kopfschmerzen oder im schlimmsten Fall sogar Fieber. Im Winter ist es besonders kalt und deshalb erkälten sich viele Menschen. Stress ist ein weiterer Grund für Erkältungen. Die Sonne scheint weniger, es ist dunkler, man ist ein bisschen unmotivierter. Aus all diesen Gründen kann man sich eine Erkältung einfangen. Wenn man zum Beispiel einen Grippevirus hat, muss man den ganzen Tag im Bett bleiben und sich ausruhen. Ja, wenn man Fieber hat, dann ist man eigentlich nur im Bett und ruht sich aus. Man wartet, bis das Fieber wieder ein bisschen heruntergeht, bis die Temperatur heruntergeht. Wenn man starke Halsschmerzen hat, dann muss man viel Tee trinken. In Deutschland gibt es viele Kräutertees, viele verschiedene Kräutertees. Zum Beispiel Salbeitee oder Kamillentee oder Pfefferminztee. Wenn man erkältet ist und Halsschmerzen hat, dann helfen Kräutertees sehr gut gegen diese Halsschmerzen. Deutsche trinken Tee, also Kräutertee, nicht nur, wenn sie krank sind, auch wenn sie gesund sind. Aber wenn man sich erkältet hat, dann trinkt man in Deutschland besonders viel Kräutertee. Natürlich kann man auch Medikamente nehmen. In Deutschland kannst du zur Apotheke gehen oder in den Drogeriemarkt, wie zum Beispiel Rossmann oder DM. Diese Drogeriemärkte kennst du bestimmt. In der Apotheke oder im Drogeriemarkt findest du zum Beispiel Halsschmerztabletten. Halsschmerztabletten. Das sind kleine Tabletten, die man lutscht und die gegen den Schmerz im Hals helfen. Wenn Tee trinken und Halsschmerztabletten nicht ausreichen, muss man natürlich zum Arzt gehen. Der Arzt kann einem stärkere Medikamente verschreiben, zum Beispiel Antibiotika. In Deutschland kannst du Antibiotika nicht in der Apotheke
oder im Drogeriemarkt kaufen. Du musst erst zum Arzt gehen und vom Arzt ein Rezept bekommen. Nur mit diesem Rezept kannst du in der Apotheke Antibiotika bekommen. Das ist in vielen anderen Ländern anders. Wenn man in Deutschland krank ist und nicht zur Arbeit gehen kann, muss man zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen. Sich krank schreiben lassen. Nur mit einer Krankmeldung kannst du dich von der Arbeit befreien. Wenn du krank bist und nicht zur Arbeit gehen kannst und deinem Arbeitgeber die Krankschreibung geschickt hast, dann ist das kein Problem. Manchmal wirst du nur für einen Tag, manchmal vielleicht auch für eine Woche krankgeschrieben. Du musst für diese Zeit keinen Urlaubstag in Deutschland nehmen. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Ländern. In anderen Ländern muss man Urlaubstage nehmen, wenn man krank ist und nicht zur Arbeit gehen kann. Das finde ich sehr unfair. In Deutschland ist das zum Glück anders. Wenn man krank wird, dann kann man normalerweise nichts dafür und sollte dafür auch nicht bestraft werden. Man sollte zu Hause bleiben können und sich erholen können. Wenn man krank ins Büro geht, steckt man nämlich die Kollegen an oder auch andere Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Dann werden noch mehr Leute krank. Das ist ein Teufelskreis. Natürlich ist es schade, wenn man krank ist. Niemand ist gerne krank. Andererseits kann eine Erkältung auch das Immunsystem stärken. Nach einer Erkältung ist das Immunsystem stärker als zuvor. Und deshalb erkältet man sich nicht mehr so leicht. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man nach einer Erkältung wieder gesund ist und alles machen kann. Ich treibe sehr gerne Sport und wenn ich krank bin, kann ich natürlich keinen Sport machen. Wenn ich dann wieder gesund bin, freue ich mich umso mehr, wieder Sport machen zu können. Es gibt viele Methoden, sich vor einer Erkältung zu schützen. Methode Nummer 1 ist natürlich, Stress zu vermeiden. Stress vermeiden ist sehr wichtig. Stress ist einer der Hauptfaktoren, die das Immunsystem schwächen. Natürlich kann man Stress nicht immer vermeiden, aber man kann versuchen, resistenter zu werden. Man kann jeden Tag Pausen machen, in denen man sich entspannt.
Man kann zum Beispiel ein Nickerchen, einen Mittagsschlaf machen. Oder man meditiert ein bisschen. Sport ist auch eine super Gelegenheit, um Stress abzubauen. Sport ist sehr gut für das Immunsystem. Das kann zum Beispiel Joggen sein oder du gehst ins Fitnessstudio oder du spielst zum Beispiel Fußball. Bewegung ist sehr gut für deinen Körper und schützt dich vor Erkältungen. Eine gesunde Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralien ist auch sehr wichtig. Obst und Gemüse enthalten viele wichtige Nährstoffe, die dein Immunsystem stärken und dich vor einer Erkältung schützen. Außerdem denke ich, dass Zeit in der Natur auch ein wichtiger Faktor für die Stärkung des Immunsystems ist. Das kann nur ein kleiner Spaziergang sein oder ein bisschen im Park sitzen. Frische Luft und Zeit in der Natur, das ist für unseren Körper natürlich und ich denke, es kann auch dein Immunsystem stärken. In Deutschland gibt es außerdem das Sprichwort: Lachen ist die beste Medizin. Lachen ist die beste Medizin. Und ich stimme zu. Lachen ist etwas Schönes und es ist gut für deine Glückshormone. Wenn du viele Glückshormone in deinem Körper produzierst, stärkst du auch dein Immunsystem. Und dann wirst du auch resistenter gegen Erkältungen. Also vergiss nicht zu lachen. Was sind deine Tipps, um sich vor einer Erkältung zu schützen? Und was machst du, wenn du dich erkältest, um schnell wieder fit zu werden? Schreibe deine Erfahrungen in die Kommentare. Falls du im Moment erkältet bist, wünsche ich dir eine gute Besserung. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du gesund bleibst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast etwas Neues gelernt. Wenn dir die Videos auf meinem Kanal gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren könntest. Du würdest mich und meine Arbeit damit unterstützen. Vielen Dank. Das Transkript zu dieser Episode sowie zu allen anderen Episoden meines Kanals findest du auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du wie immer hier unten in der Videobeschreibung.